Maurice liegt jetzt hier nochmal. Training hat ihn wahrscheinlich komplett auseinandergenommen. Braucht jetzt erstmal eine Massageliege hier. Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie ihr vielleicht schon unschwer erkennen könnt, habe ich mich schon in Schale geworfen fürs Gym, weil ich hatte meinen Insta-Stories nämlich gefragt, auf welches Video habt ihr Bock, auf welches Format, und sehr, sehr viele haben von euch geschrieben, hey Richard, zeig doch einfach mal deine Workouts, was geht so bei dir ab? Da dachte ich mir, nehme ich noch einen Kumpel mit dazu, den Maurice, den werde ich euch gleich vorstellen. Der ist noch am Trainingsanfang. Ich würde sagen, ich bin schon etwas fortgeschrittener und er wird halt einfach mal meinen Trainingsplan mit durchziehen als sozusagen Anfänger, sage ich jetzt einfach mal, und wird euch da mal ein bisschen Resümee geben, wie er sich gefühlt hat und so weiter. Ich werde ihn natürlich ein bisschen zerstören, das weiß er noch gar nicht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, laber euch nicht weiter rum und es geht auf zu Maurice, den stelle ich euch gleich vor und dann ins Gym. So Freunde, bei Maurice gelandet, warte ich jetzt auf ihn, bis er hier rauskommt. Das Geile an der Sache ist, Maurice hat wirklich noch gar keine Ahnung, dass ich ihn jetzt gleich zerstören werde. Er kommt jetzt gerade raus und ja, ich bin gespannt, wie er aufs Training reagieren wird und so. Er kommt jetzt, ich lege schnell die Cam weg. So meine Freunde, angekommen im Gym mit dem lieben Maurice. Jo, was geht ab, Freunde? Ja, bei uns steht es auf dem Plan, wir machen Rücken, ein bisschen Bizeps zusammen und ich würde sagen, let's go, oder? Dann nehmen wir das Training auseinander, ne? So ein Ding wird das. So meine Freunde, angekommen sind wir hier bei den Klimmzügen. Maurice, mach die jetzt mal, was denkst du, wie viel du schaffst? Oh Bro, ich sag ganz ehrlich, ich war noch nie so gut da drin. Ich probiere mal so, dass es mal so... Wir sagen Maximum, so viel du schaffst. Also erste Übungen, Klimmzüge sind hier am Start. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, geile Basic-Übungen für den Start, für das Rückentraining. So, Maurice ist jetzt hier am Start. Okay, er macht den Untergriff. Das ist doch mal ein Unterschied, da geht es ein bisschen leichter. Wow. Das war jetzt aber, wie viel waren das? Nur, aber wir wollten Ja. mal ausprobieren, aber Erste, wackeln, so, weißt du? ich zeige Ihnen jetzt gleich mal eine bessere Technik. Nice. So, der Maurice probiert es jetzt nochmal mit einem normalen Griff. Ich habe Ihnen jetzt nochmal gezeigt, wie er greifen sollte. Ich meine, Klimmzüge ist halt wirklich nicht so einfach, Leute. Also fangt da peu à peu an. Er schafft jetzt hier, glaube ich, 3-4 Stück. Das ist aber schon sehr gut. Ja. Ja, wenn die Kamera läuft. Ja, stark. 5 Stück, Bro. Dafür, dass ich es nie mache. Ja, ist sehr, sehr gut. Aber Ausführung ist schon wesentlich besser. Perfekt, ja. Als vorher, auf jeden Fall. Jetzt mache ich nochmal einen Satz und dann gehen wir an die Geräte. So meine Freunde, Klimmzüge. Erste Übung, ich mache die persönlich sehr, sehr, sehr gerne als erstes, weil die ist einfach voll schwer und macht einfach am besten, ja, so zwischen 5 und 8 Wiederholungen, 3 Mal. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir ans Gerät, die erste Übung. Let's go. So Freunde, wir sind jetzt hier angekommen, wir machen gerade Rudern. Ja, Maurice macht jetzt die erste Übung. Ich bin mal gespannt, wie die Ausführung ist, habe ich mir noch nicht angeguckt, genau. Aber wir haben jetzt eine ziehende Übung gemacht, jetzt machen wir eine rudernde Übung. Ich zeige die euch jetzt gleich mal. Und ja, das ist so der erste Step von meinem Rückentraining. So Freunde, wir sind jetzt hier beim Rudern, wie gesagt schon. Haben uns gerade noch mal ein bisschen aufgewärmt. Jetzt ist Maurice hier gerade dran. Ausführung ist echt super. Habe ihm gerade noch mal ein bisschen was gezeigt. Hier macht ihr am besten 3 Sätze. 10 bis 12 Wiederholungen. Also Maurice macht jetzt 12 Wiederholungen hier. Und ich dann jetzt gleich auch. So Freunde, wir sind fertig mit Rudern. Haben wir insgesamt 10 Wiederholungen gemacht, pro Nase sozusagen. Und jetzt Maurice hier dran. Fangen an mit Latzug. Jetzt mal gucken, wie der Bruder das macht. Ob der das gut oder nicht. Ja, da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, Freunde. So. Maurice weiß noch nichts. Jetzt in der Übung werde ich ihn auf jeden Fall killen. Wird auch Zeit, also wir haben jetzt relativ smooth gemacht, obwohl ich schon gut am Schwitzen bin.
aber jetzt die Übung werden wir auf jeden Fall gut zerstören. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Ihnen Hilfestellung gegeben zur Übung. Das macht das schon wesentlich besser. Er hält quasi unten, ihr könnt es gerne mal ausprobieren auch. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das auch macht. Immer unten so 1 Sekunde halten einfach. Und zwar machen wir jetzt Drop-Sätze. Bedeutet, Maurice macht mit mehr Gewicht und wenn er so viel gemacht hat wie möglich, droppen wir quasi nochmal das Gewicht runter und geben dann nochmal alles. Halt sehr, sehr krass für einen Pump einfach nochmal im Rücken und macht halt auch einfach Spaß, sich auszupowern. Also Freunde, was ich auch euch nochmal sehr ans Herz legen kann, geht auf jeden Fall mit einem Freund trainieren. Weil zum Beispiel ich gehe sehr oft alleine trainieren und mache dann zum Beispiel jetzt, Richard hat mich jetzt gerade gut gepusht. Normalerweise würde ich hier 36 Kilo machen und ja, habe jetzt gerade, ich glaube 45 Kilo habe ich gerade gemacht und das auch 15 Mal wiederholt. Kennt ihr die Leute, die immer extra Hardcore-Musik hören müssen zum Training? Farid Bang oder was? Farid, ja. Der gute alte Farid. Stabil, Bruder. Na dann zeig mal, was der Farid so drauf hat. Oh, jetzt nochmal Maurice. Ich glaube, der wird jetzt auch nicht durchziehen. Der Junge ist heute motiviert. Sehr gut. So, Maurice hat jetzt gerade schon mal gemacht. Ich habe mir jetzt ein paar Verbesserungsvorschläge gegeben. Kann man noch ein Stück besser machen. Ich werde es gleich noch mal erklären. Das ist jetzt gerade die 4. Übung. Hier könnt ihr auch wieder 10 bis 12 Wiederholungen machen. Gerade jetzt für den Anfang für Maurice, das ist super. Ich sag's euch, Leute, er wird morgen so Muskelkater haben. Ich glaube, der hat noch nie explizit eine Muskelgruppe relativ schwer und viel trainiert. Schlägt sich ganz gut. Ich dachte eigentlich, er heult mehr rum, bin ich ehrlich zu euch, Leute. Aber ja, es läuft. So Leute, das war die letzte Übung. Wir haben jetzt nochmal Überzüge gemacht. Hier könnt ihr auch nochmal so viel wie ihr wollt eigentlich machen. Das ist eigentlich egal. Das ist nur mal so fürs Auspowern, nochmal so für das Gefühl in den Muskeln. Das werdet ihr auch eigentlich nach dem Training spüren. Jetzt würde ich sagen, sind die Rücken durch. Jetzt kommt noch der Bizeps dran. Machen wir nochmal 2 Sätze zusammen, Udi, oder? Ja, safe, Udi. Ja, bin safe dabei. Das ist so ein bisschen Fun-Action. Und ja, würde ich sagen, auf zum Curlen. So Friends, wir sind jetzt hier beim Curl angekommen. Dann mache ich erst einen schweren Satz. Ich zeige euch das gleich mal mit 22 und danach nochmal so zum Drop-Sets 10 Wiederholungen. Maurice wird es gleich mal filmen, dann zeige ich euch mal, wie ich das mache. So, Maurice macht jetzt dasselbe, wie ich es gerade eben gesagt habe. Ja, er macht jetzt hier erstmal, keine Ahnung, 10 bis 12 pro Seite und droppt dann das Gewicht runter. So, letzte Übung sind wir angekommen beim Bizeps, bei der Bizepsmaschine sozusagen. Maurice macht es jetzt gerade einarmig hier, weil er es einfach besser findet. Hallo Leute, ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann. Hier ist ein halber Düsenjet, aber Maurice liegt jetzt hier nochmal. Training hat ihn wahrscheinlich komplett auseinandergenommen. Braucht jetzt erstmal eine Massageliege hier. Ja, und er gönnt es jetzt hier. Training ist durch. Ich komme gleich nochmal dazu und ja. So meine Freunde, Training ist durch. Wie ihr mitbekommen habt, wir haben Rücken, Bizeps trainiert. Maurice, hau doch mal raus, wie fandest du es so, Training, mal ein kleines Resümee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich gehe ja öfters mal alleine, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt halt gemerkt, also muss ich ganz ehrlich sagen, dass das auf jeden Fall, dass man irgendwie mehr Motivation kriegt, wenn man auf jeden Fall mit jemandem zusammengeht. Auf jeden Fall auch zum Beispiel wie Richard, der schon ein bisschen mehr Erfahrung da drin hat. Ich sag immer wieder so, gerade im Training ist es so, wenn man immer so in seinem Trott ist, dann kommt man ja nie so richtig aus seiner Komfortzone raus. Da denkt man sich, ja komm, machst du noch 2 und dann war's das so. Ne? Aber wenn du dann manchmal noch jemand an der Hand hast, so, der sagt, ey komm, mach noch 3, 4 so. Oder so, hast du es noch. Genau, das ist immer ziemlich nice. Ich habe jetzt Maurice auch einfach mal mitgenommen, weil ich mir dachte, ist auch einfach mal geil, mit jemandem zu trainieren. Ich sag mal, die unterschiedliche Fortschritte schon hatten. So kann man ja einen Kollegen auch einfach noch mal ein paar Tipps geben. Safe. Und ja,
Können wir auf jeden Fall öfters machen, Bro. Safe, Bro. War auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Training mit dir heute. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. In diesem Sinne, meine Freunde, fahren wir jetzt erstmal nach Hause, brauchen dringend was zu essen und wir sehen uns später. Macht's gut, Freunde. So, meine Freunde, ich bin jetzt wieder zu Hause. Maurice ist jetzt auch weg und ich wollte euch einfach nochmal sagen, ja, das Training, was ich jetzt gerade gemacht habe, also wenn ihr fortgeschritten seid, könnt ihr das 2-mal in der Woche machen, auf jeden Fall. Dann seid ihr sehr, sehr gut versorgt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder auch mit Maurice zu trainieren. Ich wollte ihn ein bisschen foltern, war gar nicht so leicht, aus dem einfachen Grund, es war auch nicht mein Gym. Ich musste erstmal gucken, welches Gerät machen wir, dies und das. Aber ich glaube auf jeden Fall, der Junge wird auf guten Muskelkater haben. Und ja, in diesem Sinne, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr mal euer Training so oder wie euer Training mal abläuft. Geht ihr mal aus eurer Komfortzone raus und trainiert richtig, oder seid ihr manchmal immer auch so, wo ihr euch selbst erwischt und sagt, fuck, ich hätte echt ein paar mehr Prozent eigentlich drauf geben können, hab's aber nicht gemacht. Kommt ja auch immer drauf an, was eure Ziele sind. Ich will auch kein Bodybuilder werden oder irgendwer krasses, sondern ich mache es einfach für meine Fitness, für meine Gesundheit und auch ein bisschen für meinen Kopf, weil Sport ist jetzt abgehakt und das gibt dann einfach für den Tag ein sehr, sehr gutes Gefühl. Man war irgendwie fleißig und ja, man fühlt sich den ganzen Tag meiner Meinung nach vital. Und wenn ihr mehr solche Workout-Videos auch sehen wollt, schreibt es auch gerne nochmal unten rein. Und in diesem Sinne, macht euch einen geilen Tag, genießt euren Tag und viel Spaß beim Trainieren. Haut rein.